All you can drive, egal wo und egal mit welchem LKW. So kennen uns nicht nur die Leser unserer Zeitschriften, sondern auch die Zuschauer von Eurotransport TV. Denn wo immer es in der spannenden Nutzfahrzeugewelt Neuigkeiten oder Neuvorstellungen gibt, da sind wir nicht nur garantiert mit von der Partie, sondern sitzen auch selbst hinter dem Lenkrad. Aber auch die vielen Kolleginnen und Kollegen aus Grafik, Produktion und Vertrieb beschäftigen sich täglich mit Themen rund ums Nutzfahrzeug. Nur kommen sie im Alltag nie dazu, die Vielfalt und Faszination auch direkt zu erleben. Was liegt da also näher, als einmal von der Theorie in die Praxis zu wechseln? Etwa bei der Fahrschule Burkhardt-Müllen in Köngen, wo fast alle Redakteure ihren LKW-Schein gemacht haben. 5 Lastzüge, 4 Busse, Bagger, Radlader, Traktoren und Stapler warten hier darauf, entdeckt zu werden. Ich finde das eine tolle Sache. Wir haben ganz viele Kollegen heute hier, die normalerweise an unseren Produkten arbeiten, an unseren Zeitschriften, an unseren Internetauftritten, wo es sich um diese Fahrzeuge dreht, aber die eben nicht immer rauskommen und diese Fahrzeuge nicht bewegen können. Heute aber ist alles anders und alle dürfen mit Unterstützung des Fahrlehrerteams der Fahrschule Müllen alles fahren. Alles, was Räder hat. Einen Omnibus zu bewegen, ist sicher eine ganz besondere Herausforderung. Auch für Josie Ohl, die sichtlich Respekt vor der ersten Fahrt hat. Ebenfalls begeistert ist auch Carina Bellumo, Redakteurin im Verlag. Und die beiden sind nicht die einzigen, die mit Spaß bei der Sache sind und jeden Meter genießen. Rechts einschlagen lassen. Also gewöhnungsbedürftig, so Kreisverkehr und so. Ja, aber es macht voll Laune. Also echt voll gut. Ja. Ja. Man kriegt wirklich Respekt ist auch vor den Busfahrern. Also man sieht das jetzt ganz anders. Ich werde auch im Bus nie mehr so sitzen wie bisher. Eine Busfahrt mit Kollegen und Kolleginnen hinter dem Lenkrad, das ist schon ein ungewöhnliches Abenteuer. Dass vor allem auch die Frauen voll darauf abfahren, wundert Fahrschulchef Burkhardt-Müllen nicht weiter. Er hat Erfahrungen und ehrgeizige Ziele. Es gibt sehr viele Frauen, die auch Bus fahren. Und wir sind jetzt gerade dran und wollen wirklich 50 Frauen rekrutieren in Stuttgart für den Stadtverkehr, die dann mit dem Bus fahren. Also das machen wir jetzt als nächstes ein Projekt, wo 50 Frauen zum Busfahrer gemacht werden. Das nächste Experiment für die Verlagsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nur diesmal mit einem Mercedes-Benz Actros und dann auch noch rückwärts fahren. Ob das gut geht? Respekt vor der Fahrerschaft ist eine Selbstverständlichkeit für alle im ETM-Verlag. Aber man sieht deutlich, wie schwierig selbst einfachste Fahrmanöver für einen Ungeübten sind. Tatsächlich gibt es an diesem Tag keine Schrammen und Beulen, sondern im Ergebnis beeindruckte Kollegen und Kolleginnen. Schon beeindruckend, so ein Fahrzeug, so ein Riesenfahrzeug mit den Abmessungen zu fahren. Dann im Straßenverkehr auch noch die richtige Einordnung dann, dass man nicht so weit rechts, so weit links kommt. Es ist unfassbar. Die Straßen sind so klein und die Kreisverkehre sind die größte Herausforderung ever. Aber ich habe es geschafft. Jetzt muss ich erst mal gucken, wie das Adrenalin wieder los wird. Die Fahrschule Müllen gehört zu den größten Fahrschulen im süddeutschen Raum. Größe und Wachstum kommen nicht von ungefähr. Vor allem was Frauen angeht, sieht Burkhardt-Müllen ein riesiges Potenzial, ausgelöst durch ein riesiges Interesse der Transportunternehmen an Fahrerinnen. Also es ist jetzt wirklich so, dass die Frauen auch ohne Probleme fahren können, weil sie ja nicht mehr auf- und abladen müssen. Und dadurch haben sie natürlich auch einen Vorteil, ist ein angenehmer Job. Und hier in Deutschland ist es überhaupt kein Problem, als Frau einen LKW zu bewegen. Im Ausbildungscenter für Verkehr und Sicherheit der Fahrschule Müllen sorgen die unterschiedlichsten Nutzfahrzeuge für echte Abwechslung. Vom MB-Truck bis zum Radlader, aber auch Minibagger und Stapler wollen geschickt und sicher bewegt werden. Ich sag dir, ist gar nicht so einfach. Es macht richtig Spaß, weil das ist richtig multidimensional in alle Richtungen. War ein tolles Erlebnis. Super spannend. Alle, die mir begegnet sind, die hatten ein Leuchten in den Augen und natürlich verspreche ich mir davon, wenn die morgen wieder im Büro sitzen, haben sie natürlich einen anderen Blick nochmal auf die Menschen, für die wir täglich unsere Medien machen.
Und diese Menschen sind so unterschiedlich wie die Nutzfahrzeuge, die sie täglich bewegen. Eine echte Herausforderung für alle, die mit diesen Themen zu tun haben. Dabei ist es ganz egal, wo sie gerade unterwegs sind. Echte Leidenschaft für die Branche gehört einfach dazu.